Da war. Och nee. Oh doch. Erinnerst du dich? Wir Deutschen lieben es, einfach kleine Wörter wie ja, mal oder doch einfach irgendwo mitten in Sätzen einzubauen. Wir machen das Ganze einfach nur, um kleine Deutschlerner wie dich zu verwirren. Ich hasse dich. Hey, ich habe die Sprache nicht gemacht. Also, willst du wissen, wie es funktioniert? Eben ist übrigens auch eins der 200 häufigsten Wörter in der deutschen Sprache. Halt, stopp! Wenn euch Videos wie diese weiterhelfen, dann abonniert jetzt sofort meinen Kanal und liked dieses Video. Okay, wir können weitermachen. Felix? Ja, warte mal eben. Was bedeutet eigentlich das Wort eben? Was eben bedeutet, ja, eben bedeutet einfach flach. Also wenn eine Frau zum Beispiel, anderes Beispiel. In der Pfalz zum Beispiel gibt es viele Hügel. Also man könnte sagen, die Pfalz ist nicht flach. Die Pfalz ist uneben. Holland auf der anderen Seite ist sehr flach. Holland ist eben. Eben flach. Okay, verstehe ich. Aber warum hast du gerade gesagt, warte mal eben? Ah ja, stimmt. Du kannst eben auch als Adverb benutzen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich war eben einkaufen, dann bedeutet das das gleiche wie wenn ich sage, ich war gerade einkaufen. Manchmal sagen Leute auch gerade eben. Das bedeutet, dass du vor kurzem, ja, gerade eben, vor einem Moment einkaufen warst. Du könntest auch das Wort vorhin benutzen. Okay, danke Felix. Easy. Oder du kannst eben auch für kurz benutzen. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich gehe eben einkaufen, ja, bedeutet das gleiche wie ich gehe mal kurz einkaufen. Sehr beliebt ist auch die Kombination mal eben. Ja, also du kannst auch sagen, ich gehe mal eben einkaufen. Ich gehe mal eben vor die Tür. Ich gehe mal eben eine rauchen. Umgangssprachlich hörst du auch oft den Ausdruck lass mal eben. Das bedeutet so viel wie lass mal kurz, ja. Lass mal kurz schauen, ob es noch Karten gibt, ja. Oder lass mal kurz eine rauchen gehen. Hier ein Beispiel dafür. Lorenz, Entschuldigung, ich husch da eben mal rüber. Frau Lorenz, Ja, in dem Clip hat Erika gesagt, Entschuldigung, ich rutsch mal eben rüber. Ja? Mal eben, nur mal kurz. Wie bei dem Wort gerade auch, kannst du es auch benutzen, wenn etwas gerade in diesem Moment gar nicht so einfach. Ja, das muss ich wohl erstmal üben. Freu dich nicht zu früh. Hier haben wir eben als temporales Adverb benutzt. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Bedeutungen, wenn wir eben als Modalpartikel benutzen. Da war. Och nee. Oh doch. Erinnerst du dich? Wir Deutschen lieben es, einfach kleine Wörter wie ja, mal oder doch einfach irgendwo mitten in Sätzen einzubauen. Wir machen das Ganze einfach nur, um kleine Deutschlerner wie dich zu verwirren. Ich hasse dich. Hey, ich habe die Sprache nicht gemacht. Also, willst du wissen, wie es funktioniert? Eben ist übrigens auch eins der 200 häufigsten Wörter in der deutschen Sprache. Okay. Wie schlimm kann es sein? Normalerweise benutzen wir eben, ja, um wie gesagt, auf etwas zu reagieren oder etwas, was wir sagen, ein bisschen näher zu erklären. Eben als Modalpartikel kommt nie in Fragen vor. Außerdem klingen Aussagen mit eben immer ein bisschen final, eindeutig und definitiv. In der Umgangssprache findest du wahrscheinlich eher das Wort halt. Die Bedeutung ist genau gleich, es hat sich einfach so eingebürgert. In der schriftlichen Sprache allerdings, wie in Zeitungen, Nachrichten und so weiter, wirst du wahrscheinlich eher das Wort eben finden. Die häufigste Bedeutung von dem Wort eben ist meiner Erfahrung nach die Bedeutung wie, ja, das kann man wohl nicht ändern. Also die Synonyme hierfür wäre einfach, halt oder offensichtlich. Also zum Beispiel sagen Leute ganz oft, naja, du musst mich akzeptieren, ich bin eben so. Oder ich bin halt so. Ja? Es gibt sogar ganz viele Songs zu dem Thema. Schaut hier mal rein. Tut mir leid, ich bin halt so. Ja, also hier geht es in dem ganzen Refrain nur, ich bin halt so, ich bin halt so. I am who I am sozusagen. Ja, man ist einfach, wer man ist. Daran kann man leider nichts ändern. Ja? Vielleicht will man auch gar nichts daran ändern. Man möchte das auch nicht diskutieren in diesem Moment. Das ist eine finale Aussage. Man könnte das Ganze auch mit einem Schulterzucken ausdrücken, so ganz nach dem Motto, was soll ich machen? Eine sehr ähnliche Bedeutung, die ich fast in dieselbe Gruppe zählen würde, ist es, wenn wir Informationen teilen in einem Gespräch,
die eigentlich sehr banal sind. Also es bedeutet, es ist nichts Besonderes. Oder wir denken, die andere Person weiß das natürlich schon. Ja? Also auch hier passt als Synonym einfach, halt und besonders auch offensichtlich. Ja, gerade dieses Offensichtliche. Hier habe ich ganz, ganz viele Beispiele gefunden. Gerade bei Leuten, die sehr locker und lässig reden. Wie hier zum Beispiel ein Interview von dem Rapper Rin. Also es sind hunderte Sachen. Du kannst deine Ernährungsweise einstellen und abfragen lassen. Gewisse Gewohnheiten, die du hast, machst du Atemübungen, Yoga, whatever it is, wirklich, da ist wirklich alles drin. Und der misst halt einfach jede Sekunde, was bei dir abgeht. Und du hast eigentlich so eine kleine Datenbank. Wo er über seinen Tracker spricht, ja. Der misst einfach jede Sekunde. Nichts Besonderes, versteht jedes Kind. Du brauchst einfach nichts außer einem Wasserkocher, im besten Fall noch einen temperierten Wasserkocher. Kannst halt direkt irgendwie 80 oder 70 Grad machen. Und hier spricht Rin über seinen Wasserkocher, ja. Du kannst halt 70 oder 80 Grad machen. Er meint einfach, ja, das ist so eine banale Aussage, ja. Kannst halt direkt irgendwie 80 oder 70 Grad machen. Ja, wir reden hier sehr lässig. Wir nehmen uns nicht so ernst bei diesem Thema. Ja, dieses GQ-Format hier ist nichts super Ernstes. Er spricht über 10 Gegenstände. Er möchte vielleicht zeigen, dass das Ganze für ihn auch nicht so ein super ernstes Thema ist. Wenn es normaler ist, dann musst du halt ein bisschen warten. Koffein bleibt gleich und du hast einfach ein leckeres, wertiges Getränk. Oder hier auch. Muss man halt ein bisschen warten. Ja, es ist klar, es ist logisch, wenn der Wasserkocher kein temperierter Wasserkocher ist, dann muss man, wenn das Wasser gekocht ist, ein bisschen warten, Dann musst du halt ein bisschen warten. damit es auf 70 oder 80 Grad kommt. Seitdem ich wieder eine Frisur habe, letztes Mal hatte ich ja keine, jetzt brauche ich halt wieder so Krams, was mich eigentlich schon wieder nervt und ich überlege mir schon wieder die Haare abzurasieren. Oder auch hier. Ja, früher hatte er keine Haare, das hat er natürlich offensichtlich keine Haarprodukte gebraucht, aber jetzt, wo er wieder eine Frisur hat, also wieder Haare hat, braucht er natürlich auch wieder Produkte. Das heißt, er braucht so einen Kram. Jetzt brauche ich halt wieder so Krams. Ja, oder hier. Das ist wie Waschmittelreklame, wo die Frau im Supermarkt unbewusst das Zeug kauft, wo sie Tage zuvor die Werbung von gesehen hat. So gehe ich an Frauen ran. Wie Waschmittelreklame. Nur dann eben für mich. Praktisch. In diesem genialen Beispiel, wo Stromberg darüber spricht, ja, als Beispiel sagt, naja, das ist wie bei Frauen mit der Waschmittelwerbung, Waschmittelreklame, nur halt eben für mich. Nur dann eben für mich. Werbung ist natürlich nicht für Waschmittel, sondern natürlich für mich. Die zweite Bedeutung oder der zweite Kontext, wo wir eben sehr oft finden, ist es, wenn es um Aufforderungen geht. Wenn wir quasi der Person eine Lösung oder eine Aufforderung geben, wir kommunizieren damit, dass wir denken, dass es keine bessere Option gibt. Also diese Wahl ist auch sozusagen die offensichtlich einzige logische Möglichkeit. Hier ein paar Beispiele. Scheiße, die Post ist zu. Problem. Dann geh eben am Montag. Lösung. Felix, ich verstehe Modalpartikel nicht. Problem. Dann musst du eben mehr lernen. Lösung. Bruder, wir haben kein Bier mehr. Problem. Dann geh halt nochmal zum Späti. Lösung. Eine weitere Bedeutung von eben kann auch sein, dass es ein bisschen Resignation oder Widerwillen ausdrückt. Wenn etwas nicht die erste Wahl war, sondern quasi eine Option ist, wenn etwas nicht erste Wahl war und jetzt quasi Plan B genommen wird, dann kann man eben auch eben oder halt sagen. Es hat so ein bisschen den Charakter auch von wenn es sein muss. Hier ist die Struktur ein bisschen Bedingung, Folge. Naja, wenn Claudia keinen Bock hat, dann rufe ich eben Peter an. Hier in dem Beispiel ist die Bedingung, dass Claudia keine Zeit hat und dann die widerwillige Lösung, Plan B sozusagen, naja, ich rufe halt Peter an. Ich rufe eben Peter an. Oder ein Beispiel mit halt, naja, wenn sonst keiner Zeit hat, dann komme ich halt. Ja, hier wird auch gesagt, naja, wenn keiner Zeit hat, das ist die Bedingung, dann komme ich halt. Das ist das, was ich jetzt mache. Es war nicht mein Plan, ich wollte eigentlich nicht kommen, aber widerwillig komme ich halt doch. Halt kann auch einfach bedeuten, dass wir etwas nochmal zusammenfassen. Ja? Ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich sage, naja, wie sind Frauen? Frauen sind emotional, sie gehen gerne einkaufen. Frauen kommunizieren ein bisschen anders und so weiter. Naja, Frauen halt. Ja? Oder wenn ihr eine Diskussion habt mit einem Freund und es geht um Frauen zum Beispiel und danach sagt ihr, naja, Frauen halt, weißt du doch. Es hat auch wieder diese offensichtliche Komponente, aber es fasst auch das Vorhergesagte nochmal zusammen. Also seht, in allen diesen Bereichen kann man die Bedeutung von
halt oder eben auch gar nicht genau trennen. Manchmal hat es ja gemischte Komponente. Deswegen ist es auch nicht einfach, dieses Wort ganz genau ins Englische zu übersetzen oder ein klares Synonym zu finden. Es kommt immer ein bisschen auf die Situation an. Okay, kommen wir zur finalen Bedeutung von dem Modalpartikel eben. Und in diesem Fall kann man es auch nicht durch das Wort halt ersetzen. Ja, das ist ganz wichtig. Also hier bedeutet, in dem letzten Beispiel bedeutet eben Zustimmung. Also genau das gleiche wie genau. Die Bedeutung ist sozusagen, ja, genau das meine ich. Oder ja, wie ich gesagt habe. Wenn mein Schüler zum Beispiel sagt, Modalpartikel sind gar nicht so einfach, dann kann ich sagen, eben. Und das bedeutet, dass ich ja gerade vorher erklärt habe, dass Modalpartikel eben nicht so einfach sind, weil sie mitten im Satz vorkommen. Genauso könnt ihr auch eben nicht sagen, wenn es genau nicht das ist, was ihr gemeint habt oder genau nicht das ist, was ihr sagen wolltet. Das bedeutet hier auf gar keinen Fall, das ist nicht so, das stimmt nicht oder sogar ganz im Gegenteil. Ja, das habe ich nicht gemeint, das ist nicht so. Ich habe euch hier ein Beispiel mitgebracht, wo eben nicht vorkommt und passenderweise auch noch der andere Ausdruck eben doch. Und eben doch bedeutet eben, dass man es nochmal umdreht und dann sagt, wenn eine Person sagt eben nicht, dann kannst du sagen, naja, eben doch. Ja? Das war ja klar. Gefeuert werden und immer noch eine große Klappe haben, nicht? Eben nicht gefeuert. Eben doch gefeuert. Eben nicht. Eben doch gefeuert. Weißt du, Hier gibt es das Beispiel von Stromberg, wo er mit dem Koch streitet und er wurde gefeuert wegen dem Koch. Jetzt sagt der Koch, oh ja, typisch Stromberg, ja. Gefeuert werden und dann noch ein großes Maul haben, also sehr arrogant sein, obwohl er gefeuert wurde. Und dann sagt Stromberg, eben nicht gefeuert. Und der Koch sagt, eben doch. Und Stromberg sagt, eben nicht. Ja, sie streiten hier ein bisschen wie Kinder. Aber genau da seht ihr wunderschön die Bedeutung von dem eben nicht. Er sagt, genau nicht gefeuert. Der andere sagt, ja, doch gefeuert, eben nicht gefeuert. Genauso könnt ihr eben doch benutzen, wenn ihr eure Meinung zu etwas nochmal geändert habt. Ja, zum Beispiel, oh, verdammt nochmal, die Karten für das Festival sind schon ausverkauft. Ja, dann gehen wir eben doch erst nächstes Jahr. Oder was? Nächste Woche gibt es keinen Termin mehr. Dann warte ich halt noch eine Stunde. Ich bin tot. Ja, ich denke, das waren dann alle Bedeutungen von dem Modalverb eben. Hast du noch irgendwelche Fragen? Nee? Ja, ich muss dann auch los, ne? Ach ja, Hausaufgaben. Mach einfach die PDFs, die ich hier unten in die Beschreibung reingepackt habe. Und ja, ansonsten schreib mir mal eine Nachricht, ne? Ja, mach's gut, ciao.